Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie einfach man selber gesunde Sojamilch herstellen kann. Denn die Sojabohne ist sehr eiweiß- und vitalstoffreich und kann herkömmliche verarbeitete Milch aus konventioneller Haltung von Tieren aus der Massentierhaltung sehr gut ersetzen, die Aminosäuren Methionin und Cystein in ausreichenden Mengen enthält, und zwar in der gleichen Menge wie die Kuhmilch. Und da man heute nur noch schwer an rohe, unverarbeitete Biomilch von artgerecht gehaltenen Tieren gelangt, bietet die Sojamilch hier Abhilfe, und ich will euch zeigen, wie einfach man diese Milch herstellen kann. Dazu benötigen wir Bio-Sojabohnen, möglichst aus deutscher Herkunft, die wir zuerst 24 Stunden lang in Wasser einweichen werden. Das Volumen der Sojabohnen verdreifacht sich auf diese Weise. Je nach Außentemperatur allerdings reicht es, die Sojabohnen 12 bis 20 Stunden lang einzuweichen. Also im Sommer würde es schon reichen, sie 12 Stunden lang einzuweichen. Durch das Einweichen werden die Antinährstoffe abgebaut und der Keimprozess beginnt sozusagen. Ideal wäre es daher, die Sojabohnen nach 12 Stunden Einweichzeit zum Keimen zu bringen, denn dadurch werden die guten Eigenschaften der Sojabohnen potenziert, wodurch die Sojamilch hinterher sehr viel gehaltvoller und gesünder werden würde. Deshalb kann ich das hier auf jeden Fall empfehlen. In diesem Fall allerdings habe ich sie nicht keimen lassen, sondern jetzt nur 12 bis 18 Stunden lang eingeweicht und hinterher gründlich abgespült, um dadurch die Phytinsäure und alle anderen schädlichen Enzyminhibitoren zu entfernen. Nachdem wir also die eingeweichten Sojabohnen gut abgespült haben, werden wir sie gleich pürieren. Die Hälfte oder den größten Teil des Wassers geben wir schon mal in den Topf, in dem wir den Sojabrei dann kochen werden. Jetzt werden wir die Sojabohnen in einem Vitamix, also in einem Hochleistungsmixer, erstmal pürieren, wozu wir genug Wasser hinzugeben werden, damit wir eine schöne pürierte Masse erhalten werden. Grundsätzlich gilt, für 100 Gramm getrocknete Sojabohnen werden wir einen ganzen Liter Wasser verwenden. In den Vitamix habe ich ungefähr 300 Milliliter Wasser dazu gegeben und das alles jetzt gründlich püriert, wie wir sehen können. Und das kommt jetzt zu den restlichen 700 Milliliter Wasser in den Topf dazu. Wird nochmal kurz mit etwas Wasser ausgespült, damit nichts davon verloren geht. Und dann wird jetzt diese ganze Masse zum Kochen gebracht, allerdings auf Mittelhitze, also nicht auf große Hitze stellen, sondern die Sojamilch auf Mittelhitze langsam zum Kochen zu bringen, damit sie eben nicht anbrennt, denn sie hat die gleichen Eigenschaften wie die Kuhmilch. Sie neigt dazu, schnell anzubrennen und auch überzulaufen. Deshalb bringen wir sie sehr langsam zum Kochen und rühren dabei stetig um. Und es ist wichtig eben, dass die Sojamilch hier mindestens 20 bis 30 Minuten lang kocht. Je länger sie kocht, hier sehen wir jetzt, dass sie kocht. Und dann sollten wir die Flamme auf ganz klein drehen und sie dann mindestens 20 bis 30 Minuten lang kochen lassen, denn je länger die Sojamilch kocht, umso besser wird der Geschmack am Ende sein. Wenn man sie zu kurz kocht, dann kann der Geschmack hinterher bitter sein. Ein weiterer Grund, warum der Geschmack bitter sein könnte in den Schalen liegen, die man nach dem Einweichen möglichst entfernen sollte. Sobald man die Sojamilch also jetzt 30 Minuten lang unentwegt köcheln gelassen hat, dann siebt man sie ab und gibt sie durch solch einen Nussbeutel oder durch irgendeinen anderen Stoff. Und dazu sollte man natürlich möglichst warten, bis sie abgekühlt ist, damit man dann auch wirklich mit der Hand gründlich die Milch ausdrücken kann. Das, was dann übrig bleibt, also der Trester der Sojamilch, wird Okara genannt. Den sollte man nicht wegwerfen, den kann man dann einfrieren und man kann ganz tolle Rezepte damit machen. Man könnte damit leckere vegetarische Burger zum Beispiel zaubern und andere Gerichte. Ja, und damit ist diese leckere, gesunde Sojamilch auch schon fertig, wie wir sehen. Man könnte die Sojamilch auch schon vor dem Kochen durch ein Sieb geben und sie dann erst kochen. Ich ziehe es allerdings vor, sie zuerst mit dem ganzen Sojabrei zu kochen, bevor ich sie dann durch ein Sieb gebe, weil sie auf diese Weise sehr viel gehaltvoller ist und sehr viel mehr Inhaltsstoffe der gesunden Sojabohnen enthält. Sojamilch ist eine hochwertige Proteinquelle, die gut verdaulich ist, sehr gut verträglich und gesundheitlich wertvolle Stoffe liefert. Sie kann unter anderem vor Brustkrebsrisiko schützen. Sie enthält Lektine, die den Darm vor Krebs schützen. Sie wirkt sich positiv auf die Knochengesundheit aus. Sojamilch ist auch wie alle anderen pflanzlichen Lebensmittel cholesterinfrei.
Sojamilch kann sogar vor BPA-bedingten Fruchtbarkeitsstörungen schützen. Neben Folsäure und Vitamin E enthält Soja auch die Vitamine B1 und B6. Bei den in Soja enthaltenen Mineralstoffen sind vor allem Kalium und Calcium erwähnenswert. Außerdem enthält die Sojabohne noch die Spurenelemente Zink, Eisen, Fluorid, Selen und Kupfer. Das macht Soja sehr gesund. Auch sekundäre Pflanzenstoffe, besonders die sogenannten Flavonoide, denen unter anderem antioxidative, entzündungshemmende und immunmodulierende Wirkungen zugesprochen werden, sind in der Hülsenfrucht enthalten. Soja wirkt auch cholesterinsenkend unter anderem. Und weil die Sojabohne so neutral schmeckt, kann man wunderbar diese Milch daraus zubereiten, die man dann individuell nach persönlichem Geschmack süßen kann, wie man das gerne möchte. Wie man aus Sojamilch auch Tofu herstellen kann, das werde ich euch in einem anderen Video zeigen, inshallah. Damit wünsche ich euch gute Gesundheit, viel Erfolg beim Nachmachen dieser leckeren Sojamilch. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann teilt es mit euren Freunden und Bekannten, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glockensymbol anzuklicken, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum. Eure Mariam.